Hallo meine Lieben, ich hatte euch letztes Wochenende ja die Sublimationsstempelkissen von Artespris gezeigt und da war das Feedback wirklich super positiv und es freut mich natürlich, dass ihr euch da auch drauf freut, sowas mal auszuprobieren und eben dafür eure Stempel zu verwenden. Jetzt, wenn ihr denkt, ne, da komme ich aber nicht wirklich weit mit der Sublimationsfarbe, wenn ich größere Motive ausfärben möchte oder überhaupt malen möchte und eben auch wieder ohne Sublimationsdrucker. Da habe ich was anderes für euch und zwar ist das die Sublimationsacrylfarbe von Artespris und mit der könnt ihr eben ganz normal malen und die dann für die Sublimation verwenden. Ich habe für heute 3 Projekte vorbereitet, um das mal so ein bisschen auszutesten und euch 3 Möglichkeiten zu zeigen, wie ihr diese Farbe verwenden könnt. Aber da könnt ihr natürlich auch noch viel mehr dazu machen. Ich habe das Ganze selber noch nicht probiert, das heißt, ihr werdet heute live mit dabei sein und sehen, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie ich das in meinem Kopf habe. Drückt mir da die Daumen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das heißt, nach dem Intro geht's gleich los. Wenn ich von Sublimationsfarbe spreche, dann meine ich hier diese Sublimation Acrylfarbe und die gibt es als Paket Rot, Blau, Gelb, Weiß, Schwarz. Und Weiß ist nicht, also ihr könnt nicht mit Weiß auf ein farbiges Element drauf was sublimieren, weil die Farben sind ja transluzent. Das heißt, da würde die Farbe von zum Beispiel eurem T-Shirt natürlich durchscheinen. Es geht mehr darum, damit die anderen Farben aufzuhellen, ne? Dafür ist die da. Und die lässt sich eben wunderbar kombinieren, auch mit den Stiften, Sublimationsstiften von Artespris oder auch mit den Stempelkissen, die ich euch im letzten Video gezeigt hatte. Wenn ihr das verpasst habt, dann verlinke ich euch das Video hier oben. Das heißt, da könnt ihr mit den Stempelkissen mit euren Stempeln arbeiten. In diesem Paket drin sind eben die Farben und da haben wir so kleine Fläschchen. Und na, die sind zwar klein, aber die Farben sind extrem ergiebig. Ne? Für die Sublimation braucht ihr echt nicht viel Farbe. Das heißt hier eben Rot, was sind das? Schwarz, genau. Blau, Gelb und eben der Aufheller. Nicht weiß, sondern Aufheller, ne? Und wie auch im letzten Video will ich natürlich gucken zuerst, was für ein Papier ich am besten dafür verwende, weil ihr erinnert euch, ne, mit teilweise den Papieren hat es besser funktioniert, mit anderen hat es nicht so gut funktioniert und ich werde es heute auf 3 Papieren testen. Ich muss mich hier kurz sortieren. Ich werde das 200 Gramm Papier testen, das Aquarellpapier 220 Gramm Papier und das Kopierpapier 120 Gramm Papier werde ich testen. Laserpapier 80 Gramm mache ich nicht, weil das ist wirklich nicht gut geworden von den Farben her. Das lasse ich weg. Und auch das Sublimationspapier, was sich beim Stempeln super eignet, für schwarze Sachen zu stempeln, aber um hier mit Farbe und Wasser zu arbeiten, funktioniert es nicht wirklich. Von dem her werde ich diese 3 Papiere ausprobieren. Und das machen wir jetzt gleich zusammen, damit ihr das auch seht, wie ich das mache. Dazu habe ich eben hier das 120 Gramm Papier, das ist ein ganz normales Kopierpapier, hier ein 200 Gramm Papier und hier das Aquarellpapier, das ist 220 Gramm. Ich habe auch kurz was drauf gestempelt, um zu gucken, wie sich die eignet zum Kolorieren. Dann habe ich eine kleine Farbpalette, um damit zu arbeiten, Pinsel, Wasser und eben die Farben. Und ich würde sagen, wir starten, also ich lasse den Weißer noch weg, den seht ihr dann nachher, wenn ich Farben mische. Ich werde hier nur die 4 Farben, respektive 3 Farben und das Schwarz testen. Mit dem Gelb werde ich kurz noch kolorieren. Und ich würde sagen, das starten wir einfach mal, ne? Das heißt, ich gebe hier ein kleines bisschen Farbe in meine Farbpalette. Braucht wirklich eben, wie gesagt, nicht viel.
Und jetzt gehe ich kurz, ohne das zu verdünnen, mache ich hier jeweils einen Streifen. Einfach um zu gucken, wie das aussieht. Dann gehe ich hier mit Wasser rein. So ein bisschen. Und mache einen weiteren Strich. Die Farbe hat wirklich eine gute Konsistenz. Von dem her braucht ihr da echt nicht viel Farbe. Ich verdünne das jetzt mal noch ein bisschen mehr. Ihr seht, wie wenig Farbe ich hier auf den Pinsel aufgenommen habe. Und ich habe das Gefühl, die hat immer noch eine super Deckkraft selbst zu. Ich glaube, ich gebe da sogar noch ein bisschen mehr Wasser dazu. Weil je dünner die Farbe quasi ist, desto mehr vom Hintergrund scheint durch und wir sublimieren ja auf weiß. Das heißt, die Farbe sollte dann eigentlich auch heller werden. Was ich jetzt auch noch mache, ist mit der Farbe hier, werde ich kurz auch die Giraffen noch kolorieren. Hier ging es mir einfach darum zu gucken, ob, wenn ich da mit dem Gelb über die schwarzen Linie gehe, ob das A die Linie verfärbt, das ist eine. Und das andere, was ich wissen wollte, ist, ob die Linien verschmieren mit dem Papier, was ich da nutze. Ich gehe jetzt hier extra über die Linien drüber, hier innen drin, einfach um das zu testen. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked me for. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. So, dann kann ich das Ganze auswaschen und bin dann gleich wieder bei euch. Jetzt für den Test habe ich eben meine Farbstreifen. Ich habe hier einen Polyesterstoff. Ich kaufe den jeweils am Meter, da wo ich meine Stoffe kaufe. Um solche Tests eben zu machen, ist der super. Und Sublimation geht ja eben nur auf Oberflächen, die dafür geeignet sind. Unter anderem ist das eben hier ein Polyesterstoff. Das ist ein 100% Polyesterstoff. Dann habe ich hier von Art Esprit dieses Presskissen. Und warum ich das so cool finde, ist, wenn ihr das zum Beispiel die von Cricut kennt, die geben ja ziemlich nach, wenn ihr da drauf presst. Und das hier ist aus Silikon, das heißt, ihr habt hier eine schöne, robuste Oberfläche. Und bei der Sublimation müssen wir ja mit Druck auch arbeiten. Und das heißt, ich kann hier wunderbar drauf pressen. Das heißt, das hier verwende ich. Dann habe ich, um meine Heatpress und das Kissen zu schützen, habe ich hier auch vom Papier von Art Esprit. Das ist so wie ein Backtrennpapier quasi. Dann werde ich das Ganze befestigen mit einem hitzeresistenten Klebeband. Auch das ist von Art Esprit. Ich muss, bevor ich das Ganze presse, muss ich hier meinen Stoff kurz abrollen. Einfach damit ich dann nachher nicht Fussel auf meinem Abdruck drauf habe. Dann eben ein Stück von diesem Papier. Da den Stoff drauf. Dann, seitenverkehrt natürlich, hier das auf den Stoff oben drauf.
Und dann klebe ich das einfach an 2 Stellen kurz fest, dass mir das nachher nicht verrutscht. Ich presse jetzt einfach eins nach dem anderen und pressen tue ich das bei 180 Grad für 45 Sekunden. Bei der Matte müsst ihr ein bisschen aufpassen, die wird schon heiß, weil wir pressen das Ganze hier eben mit 180 Grad. Ne? Ja, deshalb habe ich das auch, die Vorbereitung jeweils außerhalb von der Matte gemacht und nicht auf der Matte direkt drauf. So, jetzt gucken wir uns die einzelnen Sachen an. Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann sehe ich eigentlich fast keinen Unterschied. Ne, beim anderen, bei den Stempelkissen hat man wesentlich einen Unterschied gesehen. Hier sehe ich praktisch keinen Unterschied. Ich sehe hier, das Schwarz ist ein bisschen dunkler. Das ist das 120 Gramm Papier. Was ich auch sehe, ist, wenn ich hier, das war das 200 Gramm Papier, wenn ich hier mit Gelb drüber bin, über die schwarze Linie, dann fällt das hier wesentlich besser auf als hier beim Aquarellpapier. Der Farbverlauf, und ihr müsst jetzt umgekehrt denken, ne, das war hier zuerst ohne Wasser und dann wurde es immer mit mehr Wasser und man sieht fast keinen Unterschied. Das heißt, ihr könnt hier wirklich ordentlich Wasser dazugeben, wenn ihr eine mehr wässrige Farbe haben wollt. Selbst auf dem Aquarellpapier, man sieht es ein kleines bisschen, dass die Farbe hier, dass man die verschieben konnte, aber jetzt auch nicht so großartig. Und warum ich diese Tests jeweils mache, ist ganz einfach, um so ein bisschen mit der Farbe warm zu werden und zu wissen, wie muss ich damit umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aquarellbild machen will, dann würde ich hier tatsächlich mit wesentlich mehr Wasser arbeiten, als ich mir das eigentlich gewohnt bin. Weil ich zeige es euch hier. Na, wenn ihr es auf dem Papier anguckt, hier habe ich eine mehr sattere Farbe, also sattere einfach, die ist mehr konstant und hier beim Aquarellpapier würde die sich eigentlich verschieben. Aber da ist so viel Farbe jetzt drin, dass der Effekt eigentlich gar nicht rüberkommt. Das heißt, für mich das Learning, wenn ich jetzt dann eben Aquarellbilder mache, dann wesentlich mehr Wasser dazugeben. Das sind so die Tests, die ich gemacht habe. Und ich werde heute 3 Projekte machen und 2 werde ich mit dem 120 Gramm Papier machen. Hier. Und 1 werde ich mit dem Aquarellpapier machen. Aber wichtig für mich war das eben, dass ich sehe, wie sich diese Farbe verhält. Ich schreibe das auch noch kurz hier drauf, damit ich in Zukunft dann auch weiß, welches was war. So, das war das, was ich testen wollte und jetzt gehen wir auch schon rüber ins erste Projekt. Für das erste Projekt habe ich hier ein Brillenputztuch. Dann habe ich auf diesem 120 Gramm Papier, habe ich eine Maskierfolie ausgeplottet und die da drauf gebracht. Natürlich seitenverkehrt. Maskierfolie, wenn ihr die nicht kennt, das ist die von Oracal. Ist relativ dünn, lässt sich wunderbar schneiden und übertragen. Die klebt jetzt hier auf dem Papier drauf, aber lässt sich eben auch dann wieder ablösen. Warum habe ich das gemacht? Wenn ihr keinen Drucker habt, ist ja das Schreiben jeweils so ein bisschen schwierig, aber ihr könnt ja Sachen eben nicht nur draufbringen, indem ihr mit Schwarz oder mit anderen Farben etwas über die bestehende Farbe drüber macht, sondern ihr könnt ja auch gucken, dass ihr keine Farbe aufbringt, da wo eben der Schriftzug ist, dass das dann weiß bleibt. Und genau das wollte ich machen. Das heißt, ich will hier versuchen, einen Farbverlauf zu machen. Deshalb habe ich hier auch das Gelplate. Und da werde ich eben mit 3 Farben arbeiten. Das heißt, mit einem hellen Gelb, mit einem Orange und mit einem Rot, um hier einen quasi sonnigen Farbverlauf zu machen. Dann werde ich versuchen, die Farbe hier vom Gelplate abzuziehen, eben mit der Maske drauf, damit da, wo die Maske ist, oder die Maskierfolie, dass da keine Farbe drauf kommt. Dann das Ganze trocknen lassen und die Maskierfolie abziehen, dann sollte da nämlich keine Farbe sein.
Wir gucken, ob das so funktioniert, wie ich das gesagt habe. Jetzt habe ich gesagt orange, ne? Und gelb, Sonnengelb. Und wir haben ja hier in diesem Paket eigentlich nur rot, blau, gelb, weiß, schwarz. Aber wenn ihr dort, wo ihr, ich mache euch den Link zu den Farben rein und da findet ihr auch so ein Mischblatt und da wird euch auch angegeben, welche Farben ihr mischen könnt. Wie gesagt, eines ist bei mir orange und da verwende ich rot 1 Tropfen, gelb 10 Tropfen. Das heißt, ne, 1 Tropfen, 10 Tropfen. Und das vermische ich dann und dann habe ich ein Orange. Für das Sunshine, was ich habe, verwende ich dann 1 Tropfen von diesem Orange und 10 Tropfen Weiß. Mische das auch wieder und dann bekomme ich diese Farbe. Und so weiter und so fort. Also hier habt ihr dann die Angaben, wie ihr das zusammen mischen könnt. Und damit ich alle Farben habe schon vorbereitet, habe ich die so in kleinen Töpfchen gemacht. Könnt ihr machen oder ihr macht es fortlaufend eben auf so einer Palette, ne? Wie euch das einfacher geht. Und die Farbe lässt sich auch relativ gut portionieren. Die kommt wirklich so in Einzeltropfen raus. Und ich habe als Vorbereitung einfach geguckt für meine 3 Projekte, was für Farben brauche ich. Und so habe ich mir hier dieses Orange mit Rot-Gelb, das Sunshine mit Orange und Weiß, True Red entsteht aus dem Purple, aus dem Violett, was Blau und Rot ist. Dann nimmt man das ein bisschen von diesem Purple, gibt da Gelb dazu, dann wird es braun und dann gibt man mit ein bisschen von diesem Braun noch Rot, also 10 Tropfen Rot dazu und dann bekommt man eben dieses schöne dunkle Rot. Und wenn man es dann noch weiter zieht, ne, für dieses Rosa, was ich euch hier gezeigt habe, da habe ich dann einfach noch einen Anteil von diesem Rot, das ich gemischt habe, genommen und dann 10 Anteile Weiß. Und so könnt ihr euch eben die Farben zusammenmischen. Das habe ich wie gesagt schon gemacht. Jetzt muss ich hier einfach noch die richtigen nehmen. Das heißt, das und das Rot. Jetzt das Shellplate. Ich hoffe, das funktioniert. Meinen Arbeitsplatz schützen könnte ich noch kurz. Und mal gucken, das sind die Farben, die ich haben will. Dann werde ich ganz ein bisschen, also wenig davon hier drauf geben, das mit dem Roller quasi ausrollen, damit das ganze Jellyplate bedeckt ist. Dann den nächsten Streifen, dann den nächsten Streifen. Und ja, da braucht ihr echt auch nicht wirklich viel Farbe von. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Jetzt gehe ich zuerst ins Helle und versuche das hier auf dem Jellyplate zu verteilen. Dann ziehe ich in die nächste Farbe runter und dann in die nächste Farbe runter. Sieht so aus, als ob das ein bisschen zu wässrig wäre. Wir versuchen es jetzt trotzdem. Das heißt drauflegen und dann das Rollen. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were? Können wir mal versuchen, ob wir das anheben können. Naja, nicht ganz der Effekt, den ich haben wollte, aber trotzdem auch ein cooler Effekt. Jetzt lasse ich das einfach trocknen und wasche hier kurz die Sachen aus. Wie gesagt, der Effekt ist ein bisschen anders als das, was ich mir erhofft hatte, aber nichtsdestotrotz sieht das schon ziemlich cool aus. Jetzt gucken wir mal, wie gut das mit dem Maskieren funktioniert hat. Hier schon mal so weit, so gut.
a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing. Der Effekt ist, wie gesagt, nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, weil die Farbe ein bisschen zu wässrig ist für ein Jelly Plate. Aber ihr habt gesehen, dass ich den Roller ab und zu hier auf dem Papier abgerollt habe. Und das heißt für mich eigentlich, dass man da durchaus direkt aufs Papier drauf gehen könnte, ohne das Jelly Plate. Das heißt, das Maskieren, das hat wirklich ziemlich gut funktioniert. Ist jetzt nicht ganz so gut lesbar, weil ich Fehlstellen habe, weil eben die Farbe so ein bisschen wässrig war. Aber wenn ihr mit dem Roller so drüber geht, dann ist es garantiert besser lesbar. Und warum nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Roller, sondern weil ihr die Farbe quasi nicht dann unter die Schablone drunter drückt, sondern ihr rollt quasi drüber. Deshalb funktionieren die wesentlich besser als mit einem Pinsel. Aber ich will das jetzt durchziehen und presse das jetzt auf das Brillenputztuch, weil für mich war die Idee so, ne? Sommer-Vibes. Und hier mit Flipflops. Von wegen Life is better in Flipflops. Das Leben ist besser in Flipflops. Das heißt, ich bereite das kurz zum Pressen vor. Das heißt, auch hier wieder das Kissen. Dann mein Brillenputztuch. Muss ich noch kurz abrollen, damit da keine Fussel drauf sind. Papier drunter, Brillenputztuch drauf. Und jetzt versuche ich hier kurz das so ein bisschen so zu schneiden, damit ich da den richtigen Abstand sehe. Versuche ich das hier so mittig wie möglich drauf zu bringen. Dann klebe ich das fest. Und das Brillenputztuch ist von Yasando. Und die sagen, das pressen wir am besten zwischen 180 und 200 Grad für 45 bis 60 Sekunden. Ich habe jetzt versucht, hier so ein bisschen die Mitte zu nehmen und habe 190 Grad, 52 Sekunden. And it makes me cry to think that you are. Und so sieht das Resultat aus. Für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr nach selbst gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist lesbar. Naja, das nächste Mal, also ich würde es euch empfehlen, eben weniger mit dem Gelplate zu arbeiten, sondern direkt mit dem Roller drauf zu gehen, dann bekommt ihr eine schöne deckende Farbe. Es hat was durchaus. Ich habe definitiv einen Farbverlauf. Na, hier oben war ich kurz mit diesem Rot, bin ich da auch ein bisschen drauf gekommen. Und ihr seht eben die dunklere Farbe, die über quasi die ist stärker als die hellere. Das heißt, selbst wenn hier jetzt ganz viel Gelb war, wenn ich nur ein bisschen von diesem Rot hier drauf gebe, dann sieht man das Rot, ne? Aber, naja, ist doch ganz witzig. Und das Schöne an der Sublimation ist jetzt eben, ne, das könnt ihr in die Wäsche machen, da kommt nichts runter. Und was mir eben auch wichtig war zu gucken, ob ich das mit der Schablonierfolie so hinbekomme, dass es eben weiß bleibt. Und ich würde sagen, das hat definitiv funktioniert. Na, ich habe hier wirklich ziemlich schöne Kanten. Das heißt, na, ihr müsst nicht zwingend etwas drauf schreiben, sondern ihr könnt es quasi blockieren mit einer Maskierfolie, dass es da dann eben die Farbe nicht überträgt und dann einfach weiß bleibt, ne? Auch eine Möglichkeit. So, als nächstes machen wir auch gleich mit einem Experiment weiter. Und ich muss zugeben, das habe ich wirklich noch nie ausprobiert, auch nicht mit normalen Acrylfarben. Und deshalb dachte ich mir, wir machen das genau heute. Was ich hier habe, das ist Wasser, was ich gekocht habe. Und dann habe ich hier Maizena, das ist so ein Schweizer Ding, das ist einfach ein Soßenbinder, reingemacht. Also ich habe es
zuerst aufgekocht, dann in ein Gefäß gegossen, dann 3 Löffel von diesem Soßenbinder reingemacht, das umgerührt und dann abkühlen lassen auf Zimmertemperatur. Ne, darf nicht zu heiß, nicht zu kalt sein. Warum habe ich das gemacht? Das Thema ist, was ich jetzt machen will, ich habe hier von der Acrylfarbe ziemlich verdünnt und das will ich aufs Wasser drauf geben, dass das auf der Oberfläche schwimmt und ich das dann mit einem Papier abziehen kann, um einen Marmoreffekt zu machen. Wenn ich da ganz normales Wasser nehme, das seht ihr sehr, doch, ihr seht es, ganz unten, hier seht ihr, da hat sich Wasser gesammelt. Das ist ganz normales Wasser, da habe ich einen Tropfen reingegeben, das ist sofort gesunken. Ne? Und ich hoffe jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich hoffe jetzt durch diesen Soßenbinder, da gibt es eigentlich auch ein Pulver dafür, was man extra dafür kaufen kann, aber ich habe eben auch gesehen, dass Leute das auch mit diesem Soßenbinder machen und das probieren wir jetzt einfach aus. Ne? Das heißt, ich nehme hier meine erste Farbe, respektive ich stelle die einfach schön neben dran und da habe ich ein Violett, ein Lila und ein Rosa. Und was ich zudem auch noch habe, also wie habe ich das aufgedünnt? Ihr habt gesehen, wie ich das Ganze, ne, die Farben vorbereitet habe. Und dann habe ich hier ganz einfach so ein Tool genommen und ganz normales Wasser reingemacht und das verrührt, damit das jetzt schön flüssig ist. Neben mir liegt Zeitungspapier, dass ich dann die Blätter, die ich abziehe, dann schön trocknen lassen kann. Ich verwende das 120 Gramm Papier, das Kopierpapier. Zudem habe ich hier noch ganz normales Papier, weil was ich will, ist, dass da nichts auf der Oberfläche ist. Ne? Ist im Moment auch der Fall, aber nachher, wenn wir zum ersten Mal Farbe machen und die abziehen, die Reste will ich dann wieder abziehen und dafür nehme ich nur so ein 80 Gramm Kopierpapier. Könnt auch Zeitungspapier nehmen für. So, und jetzt kommt der große Moment, um zu gucken, ob das wirklich auf dem Wasser liegen bleibt. Das heißt, ich nehme hier mit einer Pipette ganz einfach Farbe auf, gehe auf die Oberfläche nah dran und gebe hier einen Tropfen rein. Gut, der ist wunderbar runtergesunken, aber ich habe auf der Oberfläche auch noch Farbe. Mal gucken, ob das ausreicht. Das heißt, ich gehe zur nächsten Farbe, dem Rosa, und gebe hier auch in die Mitte. Ah, man muss einfach näher an die Oberfläche, das ist das Geheimnis. Und ja, so mache ich jetzt hier so ein paar Kreise. Ne? Es kann auch sein, dass das Violett, das Dunkelviolett bei mir ein bisschen zu flüssig ist. Sieht so cool aus. Und ihr könnt auch, ihr müsst nicht unbedingt mit dieser Zelle weitermachen, sondern ihr könnt auch nebendran. Ne? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. So, ich lasse das mal so und versuche hier mit einem Zahnstocher
das Ganze noch ein bisschen zu verziehen. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt versuche ich hier das Blatt schön drauf zu geben, dass es quasi nur die Oberfläche berührt und die Farbe aufnehmen kann. Das ist das Muster, was ich habe. Und das lasse ich so jetzt einfach trocknen. Und ihr seht, bei mir sind ziemlich viele Tropfen runtergefallen. Ich versuche das jetzt nochmal. Und diesmal gebe ich weniger Tropfen, sondern ich versuche einfach, dass die Farbe die Oberfläche berührt. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel? So, ich finde das Muster, was da jetzt drauf ist, eigentlich schon ganz cool. Das heißt, ich nehme mein zweites Blatt und ich habe das Wasser nicht abgezogen, weil es eh dieselbe Farbe ist. Ich hatte das Gefühl, das geht eigentlich noch. Nein. Ach Gottchen. Naja. Muster ein bisschen kaputt gemacht, ne? Und dann ziehen wir das einfach wieder ab. Ach Gottchen, ist das cool. So, jetzt haben wir noch ziemlich viel Violett. Ich mache noch einen weiteren Abzug, weil es gerade so Spaß macht. Et voilà. Das waren jetzt meine 3 Abzüge. Da könnt ihr natürlich weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und ich kann nur sagen, es macht extrem viel Spaß. Ich hoffe jetzt einfach, dass das dann nachher auf dem Papier auch so ist, ne? Das wissen wir im Moment ja noch nicht. So, während das zweite Projekt noch trocknet, gehen wir gleich auch schon ins dritte Projekt rein. Und hier habe ich ganz einfach mit dem Drucker auf das 220 Gramm Aquarellpapier mit Druckertinte natürlich hier quasi so ein bisschen meine Vorlage gemacht. Ein paar Blumen, die ich in Wasser mit dieser Wasserfarbentechnik machen will. Dann ein Spruch. Mal gucken, ob ich das Smile auch mit dem Pinsel mache. Das andere hier unten, das ist so klein, das werde ich kurz mit dem Cricut Infusible Ink Stift machen, der eine ganz feine Spitze hat, dass es dann schwarz ist. Und ja, das Ganze kommt dann auch auf ein Brillenputztuch. Ich habe 2 Farben gemischt, ein dunkles Türkis, ein helles Türkis. Und das sind, wo haben wir es? Hier, das waren das Emerald und das Sea Glass. Die beiden sind das. Und ja, Farbpalette zum Anmischen, weil ihr braucht echt super wenig von dieser Farbe für die Aquarelltechnik, weil die schon sehr konzentriert ist. Wasser, meine Palette und eben die Farben. Und ich würde sagen, so starten wir jetzt einfach mal. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because
'cause now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. 'Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste, I'm trying. So, das ist hier mal meine Blume und ich kann es echt nicht sagen, ob es zu dunkel, zu hell ist, weil ich mit der Farbe jetzt zum ersten Mal wirklich so diesen Wasserfarbeneffekt mache. So, jetzt, ich versuche mal das Smile tatsächlich mit dem Pinsel zu machen. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Back to you because now I see we were meant to be. Das ist schon mal das Smile und jetzt mache ich mit dem schwarzen Stift noch den Spruch und dann haben wir das hier eigentlich auch schon fertig. So, war ein bisschen schwierig, weil das Aquarellpapier natürlich nicht eben ist, aber es hat einigermaßen funktioniert. Was ich auch noch gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss, weil hier schwarz ist, alles andere ist monochrom, dachte ich, ich gebe hier einfach so dudelmäßig noch ein paar Linien auf das Aquarellmotiv. Mal gucken, wie es dann schlussendlich aussieht. Aber so können wir das tatsächlich auch schon pressen. Bevor wir aber das dritte Projekt pressen, gehen wir zurück zum zweiten Projekt und ich dachte hier, ich mache hier Buchzeichen draus. Ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Abzug, den fand ich nicht so prickelnd, aber die anderen beiden schon. Jetzt kommt die schwierige Entscheidung, welchen Teil man hier nehmen will. Ne? Schwierig. Ich glaube, ich gehe so in diese Richtung hier. Sowas. Genau. Dann mache ich hier kurz mit dem Bleistift, zeichne ich das nach. Und ich presse zuerst mal eines, weil ich nicht weiß, wie das wird. Weil ich weiß nicht, wie gut sich die Farbe jetzt noch überträgt. Von dem her machen wir jetzt einfach mal dieses hier. Da gehe ich ein bisschen weiter als das, was ich angezeichnet habe. Dann können wir hier das hier drauf legen. Ungefähr da, wo ich es angezeichnet habe. Und das dann festmachen. Und natürlich auch wieder hier ein Papier rein. Und da stelle ich die Heat Press so ein, dass ich 190 Grad für 50 Sekunden. Ich bin so dermaßen gespannt, wie das wird. Ich sag's euch. Natürlich muss das Papier unten, also oben liegen, das Buchzeichen unten. So, dann ist die Heat Press auch schon warm. Und ich kann das Ganze pressen. Und jetzt Achtung, das ist heiß, ne? Das zuerst abkühlen lassen. Also auf dem Papier hat es zumindest schon mal Farbe.
Mal gucken, was das heißt, ne? Ich erkenne gerade nicht, wie gut ihr das in der Kamera dann sehen werdet, aber es ist durchaus ein sehr, sehr cooles Ergebnis. Ich werde die Fotos auf jeden Fall dann auch noch auf Instagram hochladen, ne? Dann könnt ihr da auch noch gucken. Aber das heißt für mich, ich mache da auch noch ein zweites. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have my time to waste. Und ich habe jetzt hier nichts drauf geschrieben. Da könntet ihr natürlich auch was drauf schreiben, was drauf stempeln, bevor ihr das presst. Funktioniert alles. So, während das hier abkühlt, kümmern wir uns noch um das letzte Projekt. Da mache ich auch ein Brillentuch draus. Deshalb habe ich hier auch diesen Rahmen gedruckt. Natürlich auch das hier wieder gut abrollen. Dann nehmen wir hier die Matte, ein Papier, das Brillentuch, dann mein Motiv hier drauf, schön mittig. Wäre schade bei der ganzen Arbeit, ne? Und ich bin echt dermaßen gespannt, wie das jetzt wird. Ob dieser Wasserfarbeneffekt wirklich zur Geltung kommt oder ob das jetzt einfach nur ein dunkler Blob ist. Heatpress habe ich eingestellt auf 190 Grad, 52 Sekunden und so pressen wir das. Ich traue mich fast nicht. Aber wir gucken jetzt, ne? Okay, definitiv kein Türkis, ne? Das ist grün. Mehr als grün. Also, ne? Das Dunkle hier wäre das gewesen. Und das Helle hier wäre das hier gewesen. Nicht ganz, ne? Sind jetzt nicht so meine Farben. Aber das mit dem Schreiben hat relativ gut funktioniert. Wasserfarbeneffekt. Ja, ich bin tatsächlich froh, habe ich hier mit dem schwarzen Stift noch so ein bisschen Konturen gemacht. Aber naja, Fazit, Farben mischen ist nicht ganz so einfach, ne? Und das waren auch schon die Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Ich für mich habe ein bisschen was gelernt, dazu gelernt. Ich hoffe, für euch war das auch hilfreich. Gehen wir kurz durch, ne? Das erste, wo ich dachte, ich kann mit dem Gelplate das wunderbar einfärben, hat so nicht funktioniert. Zumindest das Einfärben, weil die Farbe wasserbasiert ist, hat sich die an Stellen gesammelt. Das ist ein lustiger Effekt, einfach nicht den, den ich haben wollte. Da wirklich die Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass ich mit dem Roller tatsächlich nicht übers Gelplate gehe, sondern wirklich direkt auf das Papier. Was ich hier aber auch gelernt habe, ist, dass das mit dem Maskieren, ne, mit der Maskierfolie tatsächlich wunderbar funktioniert. Ne? Schöne Kanten, man kann es durchaus lesen. Das war mein Learning hier. Und auch das Blenden funktioniert einigermaßen von den Farben. Dann hier, das, wo wir selber quasi dieses Papier mit dem Marmor-Effekt erstellt haben. Das finde ich super cool, wirklich. Hier müsst ihr einfach so ein bisschen testen, wie nah ihr ans Wasser geht mit den Tropfen, dass die dann nicht runterfallen, sondern wirklich an der Oberfläche bleiben. Aber ich finde die Farben schon sehr, sehr cool und eben auch diesen Marmorierungseffekt. Und eben, wie gesagt, ich habe hier jetzt nichts drauf geschrieben, aber da kann man natürlich auch was draufschreiben, bevor man das dann presst.
Und das geht jetzt eben nicht nur für so kleine Sachen. Ne? Ich habe extra kleines Papier gemacht, weil ich hier wusste, dass ich die Buchzeichen damit erstellen will. Wenn ihr ein größeres Behältnis habt, dann könnt ihr natürlich zum Beispiel auch A4 Seiten machen. Mit dem Effekt braucht ihr ein bisschen mehr Farbe, aber das geht auch. Also hier, das würde ich sagen, war ein voller Erfolg. Das hier finde ich ein bisschen schade von der Farbe her, weil das Motiv, finde ich, also Aquarelleffekt ist durchaus vorhanden. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ihr könnt euch einfach wirklich nicht drauf verlassen, das, was ihr seht, von der Farbe her, ne, dass das dann das ist, was gepresst wird. Also hier ein kompletter Unterschied. Und ihr habt mir zugeguckt, ne? Ich habe wirklich diese Farben verwendet und nicht irgendwas anderes. Und die mir Farben mischen beim Orange hier hat es ziemlich gut funktioniert. Rosa eigentlich auch, das ist super schön geworden. Auch das Lila und das Violett, wirklich, das hat funktioniert. Aber Teal, also Türkis ist, weiß ich, ist eine schwierige Farbe. Ja, da muss ich noch ein bisschen experimentieren. Aber ja, auch das würde ich sagen, wenn Grün jemandem gefällt, dann ja, meine Farbe ist es jetzt wirklich so ganz und gar nicht. Aber naja, das gehört zum Experimentieren dazu, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, für euch waren die Sachen hilfreich, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, damit ihr so ein bisschen seht, ne, wie ihr eben die Farben auch mischen könnt, was ihr damit machen könnt. Und das sind nur einige kleine Beispiele. Da gibt es so viele mehr Sachen, die man machen kann. Und ich bin sicher, dass ihr da selber auch auf ganz coole Ideen kommt. Für mich war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war hilfreich und natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!